Das Geheimnis. Kapitel 2. Sein Geheimnis. Am nächsten Morgen wachte Haruka mit gewaltigen Kopfschmerzen auf. Er richtete sich auf und hielt sich, während er fest die Zähne zusammenbiss, die verletzte Seite. Irritiert sah er sich um, als er die Decke bemerkte, mit der er zugedeckt war. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Das ist nicht meine Wohnung. Ratterte es sofort durch seinen Kopf, als er den unbekannten Geruch wahrnahm und sich irritiert in dem hellen Zimmer umsah. Vorsichtig stieg er aus dem Bett und musterte das Zimmer. Sieht aus, als wäre ich bei einer Frau gelandet, überlegte er, und seine Anspannung nahm etwas ab. Er hatte schon mit dem Gedanken gespielt, die Leute, die ihn verprügelt hatten, hätten ihn einfach mitgenommen. Doch eine zierliche Frau wäre wohl kaum jemand, der ihm gefährlich werden könnte. Es beruhigte seinen schnellen Herzschlag. Mit leisen Schritten ging er zur Tür und öffnete sie einen Spalt weit. Was er sah, war ein augenscheinlich leerer Raum. Doch wenn er weiter hineintreten würde, sodass er hinter die Sofalehne sehen konnte, würde er Zane bemerken. Er schlief ruhig mit einem Arm hinterm Kopf. Erstmals waren seine Züge nicht einschüchternd und voller Spannung, sondern irgendwie hübsch und attraktiv. Einfach anziehend, und die Ruhe in seinen Zügen verzauberte einen. Wenn er schlief, dachte man nie, wie finster er ausschauen konnte. Er hatte vermutlich so ein großes Sofa, damit er mit seiner Größe ganz auf dieses draufpasste. Auf der Kücheninsel standen in Folie gepackte Sandwiches, die unglaublich lecker aussahen, mit einer kleinen Karte davor. »Bedien dich«, stand auf dem Schildchen. Haru fuhr sich an den brummenden Schädel und schob die Tür leise auf. Auf Zehenspitzen schlich er weiter in den Raum hinein und sah sich staunend die ganze Technik an, als er schließlich Zane auf dem Sofa bemerkte. »Scheiße, was? Ich bin bei Zane?« Er fuhr sich panisch mehrfach durch die Haare. »Scheiße, was mache ich denn jetzt?« fluchte er gedanklich und schritt aufgelöst im Raum auf und ab. »Ha, ja, ich weiß, was ich mache. Ich werde hier ganz schnell verschwinden, bevor er mir unangenehme Fragen stellen kann«, beschloss er und schritt direkt Richtung Schlafzimmer, um sein Shirt zu holen. Plötzlich knurrte sein Magen und er hielt in der Bewegung inne. Beinahe schmollend sah er zu den Sandwiches und seine Hand krallte sich zwiegespalten an die Türklinke. Eine leichte Röte hatte sich auf seine Wangen gelegt. »Andererseits kann ich ja noch schnell was essen«, überlegte er mit gespitzten Lippen und einem kleinen Seufzen. Haru packte die Sandwiches aus und aß 2 Stück. Besser gesagt, verschlang er diese. Er hatte furchtbaren Hunger. Nebenbei beobachtete er nachdenklich mit vollgestopften Wangen den noch immer schlafenden Zane. Er hatte ihn noch nie aus dieser Nähe mustern können. War er immer sofort weg oder Haru selbst zu eingeschüchtert? Er kann ja wirklich nett sein, schoss es ihm durch den Kopf, während er sein schlafendes Gesicht beobachtete. Nachdem er die 2 Sandwiches gegessen hatte, schrieb er noch ein Dankeschön auf die Rückseite der Karte, legte sie zu den übrigen Sandwiches auf den Teller und huschte eilig in sein Zimmer zurück. Zane hatte einen leichten Schlaf, und als die Tür geräuschvoll ins Schloss fiel, wurde er wach. Er fuhr sich stöhnend übers Gesicht und richtete sich auf. Er hatte lange nicht schlafen können. Normalerweise war er viel früher wach, um morgens noch joggen zu gehen, bevor er seinem Opa im Laden half. Er sah auf die Uhr. Er mochte es nicht, um diese Zeit zu joggen, da die ganzen Schüler auf dem Weg zur Schule waren. Er packte lustlos seine Zigaretten vom Tisch und steckte sich routiniert eine an, während er sich verschlafen durch die Haare wuschelte. Vor dem mannshohen Spiegel blieb Haru stehen und begutachtete seine Verletzungen. Sanft waren sie ja nicht gerade, aber ich hab's verdient, stellte er mit einer leichten Bitternis auf der Zunge fest, als er sich prüfend über die verletzte Lippe strich. Seufzend trat er zurück an die Tür und schob sie auf. Als er seinen Blick hob und Zane dort sitzen sah, verharrte er erneut in der Bewegung und zog mechanisch die Tür wieder zu. Haareraufend schritt Haru leise, jedoch vollkommen aufgelöst und verzweifelt im Raum auf und ab, bevor er sich vor den Spiegel stellte und sich selbst verzweifelt anstarrte. Dann durchzuckte sein Gesicht die Erkenntnis über eine ganz einfache Lösung und seine Miene hellte sich auf. Haru atmete durch und sah sich selbst gefasst an. Er konnte genau beobachten, wie sich seine Pupillen zuckend zu Schlitzen formten. Er begann zu stumpfen, einen Buckel zu machen, aus seinem Haar wuchsen Katzenohren sowie über den Hintern ein Katzenschwanz. Wenige Augenblicke später stand nur noch ein orangener Kater vor dem Spiegel und blickte seinem Selbst entgegen. Übrig blieben nur noch seine Klamotten auf dem Boden. Er nickte sich selbst zu, wandte sich ab und verharrte.
Ungläubig starrte er schockiert durch das Glas nach draußen. Ah, verdammt, Haruka, du Vollidiot, du hast vergessen, ein Fenster zu öffnen. Machte er sich selbst zur Sau und sah, sich selbst verfluchend, zu der Fensterbank auf und zu dem geschlossenen Fenster, hinter dem seine Freiheit lag. Als Zane die Zigarette bis zur Hälfte runtergeraucht hatte, hielt er die Luft an. Haruka, Fiel es ihm wieder ein, als der giftige Qualm seine Gedanken klärte, und schnell dichtete er sich auf. Er sah zu den Sandwiches und bemerkte den Dank auf der Rückseite seines Kärtchens. Scheinbar schon weg. Nuschelte er leicht niedergeschlagen, und erneut wurde er etwas rot, als er sich vorstellte, wie sie zusammen frühstückten. Er schüttelte schnell seinen Kopf und ging sicherheitshalber in das Gästezimmer, nur um wie versteinert in der Tür stehen zu bleiben. Irritiert starrte er den Kater an, der mitten im Raum vor dem Spiegel am Schrank stand. Sie sahen sich einen Moment lang einfach nur verdutzt in die Augen, dann steckte Zane zusammen. Scheiße, fluchte er und drückte schnell die Kippe aus. Dann sah er zögerlich zu der orangenen Katze zurück. »Wie bist du denn hier reingekommen?« fragte er ruhig und sah zu den Fenstern, doch die waren geschlossen. Vorsichtig hockte er sich 1 Meter von ihm entfernt hin und streckte seine Hand aus. Haru sah ihn noch immer starr vor Schock an und rührte sich nicht. »Komm mal her, Kleiner«, sagte er ruhig und hielt ihm etwas die Hand entgegen. Doch seine stechenden Augen blickten einem förmlich in die Seele. Er machte einem noch mehr Angst, wenn man im Körper einer Katze steckte. War der Größenunterschied natürlich gewaltig. Einen Scheiß werde ich tun. Sieh mich doch nicht so an, ich steck gerade in einer Krise, fauchte er ihm gedanklich entgegen, während er zurücksteckte und einen leichten Buckel machte. Haru sah verschreckt zu Zane auf, dessen stechender Blick seinen Fluchtinstinkt aktivierte. Der Ältere runzelte die Stirn, und obwohl er wusste, dass das die falsche Herangehensweise war, näherte er sich dem Tierchen weiter. Er hatte nicht mehr so viel Zeit, bis er zur Arbeit musste, und wurde deswegen ein wenig ungeduldig. Ohne darüber nachzudenken, streckte er seine Hand nach dem Tier aus, um es vorsichtig mit beiden Händen hochzuheben und vor sich auf Augenhöhe zu halten. Diese gelben Augen erinnerten ihn entfernt an jemanden, doch er wusste nicht, an wen oder wieso. Der Kater bekam Panik, als er seinem Gesicht plötzlich so unvermittelt nahe war. Er musste aus dieser misslichen Lage irgendwie wieder rauskommen. Aus dem Affekt heraus verpasste der Kater ihm einen Hieb. Ein Kratzer zeichnete sich auf der Wange von Zane ab. Zane zuckte zusammen und schloss erschrocken die Augen, doch er ließ ihn nicht aus Reflex los. Er schien keinen Moment lang gereizt zu sein. Er war die Ruhe in Person und unbeschreiblich sanft. Verschreckt sah Haru zu ihm auf, als er beobachten konnte, wie das Blut aus dem kleinen Schnitt sickerte. Haruka war augenblicklich erstarrt und blickte ihm direkt aus nächster Nähe in die Augen. »Ah, das habe ich wohl verdient«, nuschelte er mit einem leichten Grinsen und sah den Kater amüsiert an. Er richtete sich mit ihm auf und nahm ihn vernünftig mit einer Hand in den Arm an seine Brust gedrückt und streichelte ihn unerwartet sanft mit der freien Hand hinter den Ohren. Der Kater lief rot an. »Du hast kein Halsband«, stellte der Ältere fest und fühlte sanft mit Daumen und Zeigefinger in kreisenden Bewegungen über die Ohren, doch auch gechippt schien er nicht zu sein. Er ging mit ihm im Arm in die Küche zurück, während er ihn stets streichelte. Er streichelt mich und es... Ohne es verhindern zu können, begann der Kater zu schnurren und sich seine Hand entgegenzustrecken. »Na siehst du«, grinste der Ältere breiter. Dass er lächeln konnte, traute man ihm ebenso nicht zu. Es sah atemberaubend aus. Wunderschön. Verblüfft sah Haruka zu diesem Lächeln auf, als er ihn plötzlich aufhörte zu streicheln. Vorsichtig setzte er den Kater auf die Kücheninsel und wandte sich dem Kühlschrank zu, um Milch hervorzuholen. Du siehst ziemlich winzig aus dafür, dass du ein ausgewachsener Kater sein sollst, murmelte er zu dem Kätzchen, während er die Milch in eine Schüssel füllte. Der Kater knurrte leise und sein Blick schnellte hellhörig zu seinem Hinterkopf, den er vernichtend anblitzte. Zane stellte die Schale mit aufforderndem Blick vor die Katze und setzte sich auf einen der Barhocker, um seinen Ellbogen auf die Platte zu stützen und seinen Kopf auf seiner Faust abzulegen. Dabei betrachtete er mit einem ungewohnt liebevollen Glänzen in den Augen den Kater. Er wirkte beinahe verliebt, wenn er ihn so verträumt ansah wie gerade. Seine ganze Aufmerksamkeit lag auf Haru. Leicht eingeschnappt wegen dem Kommentar, stierte ihn der Kater finster an. Doch umso länger er ihn einfach weiter beobachtete, umso öfter sah Haru nervös zur Seite. Denn erst jetzt aus nächster Nähe und bei direktem Augenkontakt fiel dem Kater seine Augenfarbe auf. Auf der einen Seite blau, auf der anderen grün.
Wenn er ihm direkt in die Augen sah, faszinierten ihn die Farben so sehr, dass es ihn verzauberte und er drohte, sich zu verlieren. Sein ruhiges, abwartendes und zauberhaftes Lächeln siegte, welches Haru erröten ließ. Er näherte sich langsam der Schüssel Milch, schnupperte daran und fing dann an zu trinken. Er liebte Milch auch in menschlicher Gestalt. Daher konnte er nicht verhindern, dass sein Schwanz vergnügt hin und her zuckte. Zane holte sein Handy hervor und machte verträumt mehrere Bilder von dem süßen Kätzchen, bevor er auf Line ging, einen Gruppenchat auswählte und hineinschrieb. Was er schrieb, bekam Haru nicht mit, doch der unverkennbare Sound beim Starten der App und das leise Klicken der Tastentöne konnte er leicht heraushören. Vorsichtig strich der Ältere mit seiner Hand Harus Körper entlang, liebevoll und mit verträumtem, beinahe verliebten Blick. Dann ging er zu den Sandwiches und nahm sich nachdenklich ebenfalls eines. Was mache ich heute denn nur? Murmelte er leise in Gedanken zu sich selbst gegen das Brot und biss erneut ab. Dabei sah er nachdenklich zur Decke und streichelte dabei teilnahmslos den Kater. Haruka hatte ausgetrunken und streckte sich. Jetzt ein Schläfchen wäre nicht schlecht, dachte er gähnend und schmiegte sich erneut an die Hand, die ihn ununterbrochen so liebevoll kraute und dazu gebracht hatte, tiefenentspannt auf der Kücheninsel zu liegen. Halt! Nein, Moment mal. Daran darf ich gar nicht denken. Ich muss hier irgendwie verschwinden. Schreckte er auf und augenblicklich riss er die Augen auf und setzte sich ruckartig auf, das Zane ebenfalls leicht zusammensteckte. Zanes Blick blieb auf dem Kätzchen hängen und ihm kam eine Idee. Grinsend nahm er den Kater unter den Armen, um ihn erneut vor sein Gesicht zu halten und anzusehen. Er wusste jetzt, wie er mit Haruka kommunizieren konnte, und freudig strahlte er den Kater an, als hätte dieser ihm die Idee geflüstert, bevor er ihn liebevoll auf die Stirn küsste. Erneut schoss dem Kater die Röte ins Gesicht und sein Herz begann unaufhörlich schneller zu schlagen. Mist, ich muss los, fluchte Zane, ließ ihn schnell, aber vorsichtig runter und begann sich in seinem Zimmer umzuziehen. Eine Arbeitshose und ein Oversized Hoodie in dunkelblau. Er packte seine Zigaretten, den Schlüssel und sein Portemonnaie in seine Taschen. Und blitzschnell war er hinausgestürmt, die Treppen runter und weiter Richtung Laden am Joggen. Er hatte nur noch ein paar Minuten. Nun musste sich auch Haruka beeilen. Er musste noch zur Schule gehen, da wollte er nicht zu spät kommen. Als er sicher war, dass Zane weg war, kehrte der Kater zurück ins Zimmer und verwandelte sich in seine Menschengestalt. Noch immer war Haruka etwas rot vor Verlegenheit. Er sammelte seine ganzen Klamotten ein und zog sich so schnell wie möglich, je nachdem, wie sehr seine Wunden schmerzten, an. Dann schnappte er sich sein wichtigstes Zeug, sein Handy, Schlüssel und Portemonnaie und verließ ebenfalls das Haus. Er musste erst noch nach Hause, um seine Schuluniform zu holen, daher musste er sich diesmal besonders beeilen. Zane kam bei seinem Opa im Laden an und half ihm sofort beim Öffnen und trug die schweren Sachen nach draußen. Shin öffnete die ganzen Vorhänge vor den Schaufenstern, während Zane sich in den Katzenraum setzte und jede Katze grinsend begrüßte und streichelte. Der alte Mann begann frech zu grinsen und zog auch schon an der Schnur, die die Vorhänge vor dem Katzenzimmer zur Seite aufzogen. Die Schülerinnen auf dem Weg zur Schule blieben in Scharen vor den Schaufenstern stehen und sahen an den Hasen vorbei zu Zane, weswegen der Großvater zufrieden schnaubte und einen Besen in die Hand nahm, um den Schmutz nach draußen zu kehren. Gerade saß Zane breit grinsend im Schneidersitz bei den Katzen. Ein schwarzer Kater stand auf seinen breiten Schultern und eine grau gestreifte Katze stand auf seinem Bein und wurde von ihm unter dem Kinn gekrault, während eine gefleckte Katze um ihn herumtänzelte und sich an ihn schmiegte. Weitere Kätzchen oder erwachsene Tiere saßen auf oder neben ihm und jede Katze wollte begrüßt werden. Dann fütterte er alle und wechselte das Wasser aus, bevor annähernd dasselbe bei den Hunden und Welpen passierte. Er versuchte sich gegen 3 aufgeweckte Welpen zu wehren, die ihn ansprangen und durchs Gesicht leckten. Er spielte mit ihnen, ließ sie sanft in seine Hand oder in den Arm beißen und kämpfte um Spielzeug. Auch diese fütterte und pflegte er. Immer wieder ging er auf den Gruppenchat auf Line und textete hinein, während er Dutzende Fotos von den Tieren aufnahm. Die Frauen und Mädchen seufzten ihn verliebt an und Shin kicherte, als er die vielen Frauen wieder dort stehen sah. Sie gaben einfach nicht auf. Den ganzen Tag lang saß Haru gelangweilt in der Schule und starrte aus dem Fenster. Er schrieb immer gute Noten, weshalb es nicht unbedingt schlimm war, dass er dem Unterricht nicht folgte. Er musste immerzu an Zane denken, wie liebevoll und verträumt er plötzlich gewesen war, als er ein Kater war. Seine Augenbrauen zogen sich nachdenklich zusammen. Dunkel konnte er sich noch erinnern, wie Zane ihn verarztet hatte.
Hinter der grimmigen Fassade schien ein netter Kerl zu stecken. Aber warum sprach er nicht mit ihm? Er wurde aus diesem Mann einfach nicht schlau. Als Haruka gerade sein fertiges Bento auspackte, das er sich schnell in einem Supermarkt gekauft hatte, kam ein Mitschüler, Akio Yakushi, an seinen Platz. Er hatte nie wirklich Kontakt zu ihm, aber er schien viel daran zu setzen, sich mit ihm anzufreunden. Akio hatte verwuschelte, braune Haare, die ihm bis zum Nacken reichten, und blaue Augen. Er war ein beliebter Schüler, besonders bei den Mädchen. Seine großen, blauen Welpenaugen und sein verwuschelter Zottelkopf erinnerten Haruka stets an einen goldenen Retriever. Er war sportlich und intelligent. Zudem war er im Schülerrat vertreten und Klassensprecher seiner Klasse. Vor Harukas Augen blitzte immer wieder Seins atemberaubender Ausdruck auf, als er ihn angelächelt hatte. Und somit war er so tief in Gedanken versunken, dass er den Wuschelkopf erst gar nicht bemerkt hatte. »Haru, was ist denn mit dir passiert?« riss ihn seine Stimme aus den Fragen um Sein. Haruka sah auf und blickte in die besorgten Augen des jungen Mannes. »Ich hab dir doch gesagt, dass du mich Yaro nennen sollst«, grummelte Haruka nur. Das sagte er ihm jedes Mal. Doch Akio nannte ihn weiterhin beim Spitznamen. Er konnte nicht verstehen, was Akio an ihm fand. Schließlich sprach er mit so gut wie niemandem und war immer für sich. »Hast du dich geprügelt? Das sieht ja schlimm aus«, bohrte Akio weiter. Ohne zu fragen, zog er einen Stuhl vor und setzte sich Haruka gegenüber, während er weiterhin seine Wunden musterte. Haruka seufzte. »Ja, ich bin in eine Straßenprügelei geraten, als ich gestern von der Arbeit kam.« Akio machte große Augen. »Wow, wie kannst du arbeiten und nebenbei sogar noch gute Noten schreiben? Wo arbeitest du denn?« Haruka stocherte demotiviert und genervt in seinem Bento herum. Er versuchte es auch heute wieder. Ständig kam er auf ihn zu, sprach ihn auf etwas an, und wenn dies nicht funktionierte, verschwand er einfach wieder. »Das sag ich dir doch nicht. Am Ende lauerst du mir noch auf«, schnaubte er und sah missbilligend auf. Akio grinste und lehnte sich vor. »Was wäre so schlimm daran?« Haruka gab keine Antwort und aß trotzig ein Oktopuswürstchen. »Dann verfolge ich dich so lange, bis ich herausgefunden habe, wo du arbeitest.« Haruka seufzte erneut. »Ich arbeite im Tierladen, der auf dem Weg zur Schule liegt.« Akio grinste zufrieden. »Arbeitest du auch heute nach der Schule?« Stumm nickte Haruka. »Gut, dann hole ich dich heute Abend ab, wir trinken was zusammen. Keine Widerrede, das habe ich jetzt beschlossen.« Mit diesen Worten stand Akio wieder auf, warf Haruka noch ein warmes Lächeln zu und gesellte sich dann zu den anderen Mitschülern. Haruka folgte ihm fassungslos mit seinem Blick, doch dann umspielte ein leichtes Lächeln seine Lippen. Er wollte es sich nicht eingestehen, aber so jemanden brauchte er in seinem Leben. Jemanden, der ihn dazu zwang, Spaß zu haben. Nach der Schule machte sich Haruka gleich auf den Weg zur Arbeit. Er trug noch seine Schuluniform. Er wusste nicht recht, wie er mit Sein umgehen sollte. Auf jeden Fall würde er sich noch einmal persönlich bei ihm bedanken. Die Ladenglocke bimmelte, als Haruka den Laden betrat. Ihn erwartete ein Geschäft voller Zettelchen. Shin war wie erwartet nicht mehr da und Sein stand grimmig an der Kasse vor einer brünetten Frau. Überall klebten kleine bunte Zettel, auf denen in ruhiger Handschrift Anweisungen standen. Beim Saubermachen rausnehmen, die Schilder lesen beim Einräumen, auf die Fragen der Kunden warten und so weiter. Überall standen Tipps und Anweisungen, die scheinbar für Haruka bestimmt waren. Haru hielt inne und ein breites Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus, bevor er leise zu kichern begann, als er seine Jacke ablegte. Schon irgendwie süß. Warte. Süß? Nein. Sein ist nicht süß. Das sind einfach nur Zettelchen. Vor dem Laden standen einige Frauen, scheinbar seelische Unterstützung, doch diesmal hatte Sein sie sofort wieder rausgeworfen. Nun stand die hübsche Frau mit Katzenfutter in der Hand vor dem viel größeren und grinste ihn herausfordernd und mit einem Ziel vor Augen an. Beide richteten kurz ihren Blick auf die Tür, als das Glöckchen bimmelte. Sein sah schnell wieder woanders hin, doch die Frau runzelte kurz die Stirn und musterte den Mann mit Verletzungen. Er war ihr nicht geheuer. Er sah nett aus, doch die Verletzungen steckten sie ein wenig ab. »Guten Tag«, kam es trotzdem freundlich von ihr und sie hob zum Winken eine Hand. Haruka verbeugte sich leicht lächelnd vor der Brünette, hing seine schwarze Jacke an den Haken, krempelte die Ärmel seines Hemdes hoch und fing stumm an, den Anweisungen auf den Zettelchen nachzugehen. Hin und wieder musterte er Sein nachdenklich.
Wie ist Ihr Name?« wandte sich die Frau wieder an den Älteren und strahlte ihn aus funkelnden Augen auffordernd an. Knurrend nahm er ihr grob das Katzenfutter aus der Hand und scannte es ein. 280 Yen, würgte Zane förmlich hervor, und einige Wutadern waren in seinem Gesicht. Doch das steckte die junge Frau nicht ab. »Sie sind unglaublich attraktiv. Gehen Sie doch bitte mit mir aus«, forderte die Frau selbstbewusst, und erneut erklang ein Knurren aus seiner Kehle, das einem Tier gefährlich nahe kam. »Kein Interesse«, kam es mit einer Wutader im Gesicht von ihm, und er warf das Katzenfutter gereizt in eine weiße Tüte aus Stoff. »Sie? Wie heißt Ihr Kollege?« fragte die Frau plötzlich an Haru gewandt. Arbeitete er schließlich hier? Haruka blickte überrascht auf, bevor er ausweichend eine Haarsträhne zwischen seinen Fingern drehte. »Verzeihen Sie, aber wenn er seinen Namen nicht nennen möchte, respektiere ich das und werde Ihnen keine Antwort darauf geben«, antwortete Haruka freundlich lächelnd und öffnete ein Paket mit neuer Lieferung. Schmollend wandte sich die Frau von ihm ab und plusterte die Wangen mit Luft auf, während Zane schief grinste und überlegen zu der jungen Frau runterschielte. Sie liebte dieses selbstbewusste, überlegende Verhalten. Grinsend zahlte sie das Katzenfutter. »Wie werde es, wenn wir was essen gehen, wenn Sie so gegen Alkohol sind?«, schlug sie erneut vor, ohne einen Gedanken ans Aufgeben zu verschwenden. Doch das Lächeln wich schnell wieder aus seinen Zügen und vielsagend sah er ihr entgegen. »Schönen Tag noch«, sprach er zwischen zusammengebissenen Zähnen, und sie verbeugte sich höflich. »Ich werde Sie dumm bekommen«, zwinkerte sie ihm energiegeladen zu und hüpfte aus dem Laden zu ihren Freundinnen. Dort bildeten sich Tränen in ihren Augen, und sie sah mit einem gezwungenen Lächeln nach vorne, während ihre Freundinnen sie in den Arm nahmen und mit ihr weitergingen. »Oh Mann, die scheint echt hartnäckig zu sein«, dachte sich Haruka seufzend und sortierte die Ware in die Regale ein. »Macht dir nichts draus«, kam es von Mia, ihrer besten Freundin, doch sie versuchte stark zu bleiben, obwohl ihr Herz erneut abgewiesen wurde. Sie war ein sehr positiver Mensch und versuchte alles, um auch dies positiv zu sehen. »Diesmal hat er nicht Nein gesagt«, sprach sie mit bebender Stimme und zugeschnürter Kehle. »Ein Anfang«, stimmten ihr alle Mädchen sofort zu und versuchten, ihre Tränen aufzufangen. Zane stöhnte, kratzte sich am Hinterkopf. Um diese Uhrzeit, direkt nach der Schule, kamen die meisten Frauen und hielten ihn von der Arbeit ab. Doch diese Frau war jemand ganz Besonderes. Sie hatte eine unbefangene, positive Art, die er eigentlich nicht zum Aufgeben oder Brechen bringen wollte. Doch andererseits hatte er kein Interesse an Frauen. Er seufzte und schritt an Haru vorbei durch das Lager in den Katzenraum, weswegen wieder einige Zuschauer vor den Fenstern draußen stehen blieben. Heute machte Haru kaum Fehler, und für ihn war es ein wirklich guter Tag. Beide waren in ihren Aufgaben vertieft, weshalb Haruka noch nicht mit Zane reden konnte. Erst abends, kurz vor Ladenschluss, kam Haru an die Theke zu Zane. Das mit gestern, ich wollte dir danken, dass du mich verarztet hast, und danke für die Sandwiches, die waren echt lecker«, sprach Haruka schüchtern mit leiser Stimme, während er unsicher zu ihm raufblickte. Er konnte nicht verhindern, dass sich eine leichte Röte auf seine Wangen schlich. Verlegen verbeugte er sich vor Zane. Dieser zuckte unmerklich zusammen und schnell hob er die Hände. Er unterbrach sich sofort selbst, als er aus Reflex etwas erwidern wollte, und seine Stimme erstickte. Er wandte sich still ab, schritt in das Lager und fuhr sich stöhnend übers Gesicht, was unbemerkt von Haru rot anlief. Sein Herz donnerte aufgeregt in seiner Brust, und er verstand nicht, wie er sich so schnell in jemanden verlieben konnte. Bei dem Gedanken hielt er inne und starrte perplex zu den Welpen, zu denen er schnellen Schrittes gegangen war. Als Haru verwirrt zu ihm durch das Schaufenster aufsah, schloss er blitzschnell den Vorhang hinter dem Fenster mit der zweiten Kordel auf seiner Seite und hockte sich hin. »Ach, was mache ich denn?«, dachte er gereizt, und seine Gesichtsfarbe wurde immer kräftiger. »Verliebt? Ernsthaft?«, knurrte er sich gedanklich selbst an und begann, die Hunde zu streicheln, die ihn sofort freudig belagerten. Er beruhigte seine Gedanken und kam wieder zu einer normalen Gesichtsfarbe, als er sich mehr mit den Hunden beschäftigte. Er begann gedankenverloren mit ihnen zu spielen, als der letzte Kunde hineinkam, kurz vor Ladenschluss. Eine junge Frau mit großem Vorbau und langen schwarzen Haaren. »Ist Zane da?«, fragte sie sofort mit suchendem Blick an Haru gewandt und fuhr sich durch die Haare.
Er legte kurz nachdenklich einen Finger an die Lippen und sah zur Decke, doch die Frau kannte ihn offensichtlich mit Namen. Ja, er ist drüben bei den Hunden, sagte Haruka freundlich und deutete in die Richtung, in der Zane verschwunden war. Mit gefasstem Blick ging sie einfach durch das Lager direkt zu Zane. Haru wollte sie noch mit einer erhobenen Hand aufhalten, doch da fiel bereits die Tür ins Schloss. Perplex sah er der Frau nach. Dumpf konnte er ihre Stimme vernehmen. Zane, schau auf dein scheiß Handy! Knurrte die Frau ungehalten und sofort sah Zane zu ihr auf. Verpiss dich, kam es trocken von ihm und sofort hörte man ein lautes Klatschgeräusch. Zusammen kamen die beiden wieder in den Laden und ein deutlicher Handabdruck war auf Zanes Wange in Feuerrot zu erkennen. Wag es dich noch einmal so mit mir zu sprechen. Hab ein bisschen Anstand vor deiner Senpai, kam es gereizt von der Frau und sie zog ihn grob mit einer Wutader im Gesicht am gepürsten Ohr auf ihre Größe runter. Er zischte schmerzlich auf und versuchte aus ihrem eisernen Griff zu kommen. Du alte Gifthexe, kam es aus der Reflex von ihm und sofort bildeten sich weitere Wutadern auf ihrem Gesicht und sie nahm ihn breit grinsend, aber deutlich gereizt in einen Würgegriff. Wie war das? Kam es mit unterdrückter Wut von ihr. Sie hielt inne und sah auf, als sie Harus überforderten Blick bemerkte. Oh, entschuldigen Sie, kam es plötzlich honigsüß von ihr, ohne den tobenden Zane aus dem Griff zu lassen. Ich bin die Schwester seines besten Freundes. Er hat ihn seit einer Woche versucht zu erreichen, erklärte sie ruhig und verneigte sich vor ihm, bevor sie innehielt und zu Zane runtersah, als hätte sie ihn tatsächlich für einen Moment vergessen. Schnell ließ sie ihn los und grimmig sich das Ohr haltend richtete er sich wieder auf, mehrere Wutadern im Gesicht, auf dem noch immer ihr Handabdruck abgebildet war. Melde dich bei ihm, warnte sie ihn gereizt und mit einem liebevollen Lächeln verbeugte sie sich höflich vor Haru und ging aus dem Laden, als wäre nie was passiert. Zane hielt sich noch immer knurrend das Ohr und sah ihr giftig hinterher. Verwirrt stand Haru hinter dem Tresen. Wie ist die denn drauf? Sein Blick blieb an Zane hängen, jedoch konnte man aus seinem Blick nicht deuten, was er über diese ganze Sache dachte. Irgendwie waren beide zu beneiden, fand Haru, und sein Ausdruck wurde sehnsüchtig traurig. Die Glocke bimmelte erneut. Haruka seufzte schwer, als er Akio hereinspazieren sah, die Hände lässig in den Hosentaschen vergraben. »Harulein, wir haben ein Date! Ich hoffe, du hast mich nicht vergessen«, trällerte der Mann laut und gut gelaunt, kaum hatte er sein Gesicht in den Laden geschoben. Akio lehnte sich über den Tresen und grinste Haruka an. Grummelnd zog sich Haru die Jacke über. »Wie oft denn noch? Du sollst mich Jano nennen«, brummelte er leise. Akio zog einen Schmollmund. »Jetzt verletzt du aber meine Gefühle«, schmollte er mit geschützten Lippen wie ein kleines Kind. Er bemerkte Zane, der noch immer gereizt dort stand und sich das Ohr hielt. »Oh, Verzeihung, guten Abend.« Verlegen kratzte sich Akio am Hinterkopf und verbeugte sich leicht. Zane musterte ihn gereizt von oben bis unten und blieb an seiner Visage hängen. Eine Wutader bildete sich auf seiner Schläfe und grob packte er den Mann an den Schultern, um ihn umzudrehen. »Wir haben geschlossen, wartet draußen«, knurrte er gereizt und keine Sekunde später knallte er ihm die Eingangstür vor der Nase zu und schloss sie im selben Atemzug ab. Akio konnte nur perplex mit offenem Mund zu dem Riesen aufsehen. Dieser sah ihm giftig von oben herab in die Augen, als er die Vorhänge packte und vor ihm zuzog, dass er nicht mal mehr hineinblicken konnte. Er hatte unüberlegt gehandelt und hielt inne, bevor er sich zögerlich zu Haru zurückdrehte. »Ach Mist, sei natürlich, so gehst du mit jedem Kunden um«, beruhigte er sich selbst und stampfte an ihm vorbei. »Schließe die Vorhänge und überprüfe, ob alle Tiere Wasser und Futter haben«, sprach er erstmals zu Haru, jedoch ohne ihn anzusehen, während er einen Besen packte und begann, alles sauber zu machen. Knurrend fegte er den Boden, auf den er starrte, als wollte er ihn zum Schmelzen bringen. »Dieser Bengel«, fluchte er gereizt mit den Gedanken bei Akio. Er konnte ihn jetzt schon nicht ausstehen. Doch der Gedanke, wer zu Hause auf ihn warten würde, beruhigte ihn ein wenig. Der kleine Kater würde dort sitzen und ihn niedlich anmaunzen. Seine Eifersucht kühlte etwas ab bei dem Gedanken und er packte den Besen wieder weg, als er fertig war und wartete geduldig auf Haru, bis auch er alles erledigt hatte. »Oh je, seit die Frau da war, ist er ja ziemlich mies drauf. Ich spreche ihn heute lieber nicht mehr an«, gedöbelte er gegen die Decke, als er den Eimer mit dreckigem Wasser ungeschickt vor sich trug. Stumm ging er seinen letzten Aufgaben nach und füllte bei Bedarf Futter und Wasser auf. Er konnte Zane beobachten, wie er Katzenfutter, Spielzeug und anderes für eine Katze in eine der Stofftüten packte und sich selbst abrechnete. Die angenehm kühle Luft wehte ihm durch die Haare, als er über den Hintereingang nach draußen schritt.
Dann trat auch Zane mit der Tüte in der Hand aus dem Laden und schloss auch die Hintertür ab. Auch ohne dass Zane etwas sagte, wusste Haruka, für wen diese Sachen sein mussten. Zane blieb mit grimmigem Blick an Akio hängen, der grinsend die Hand hob. Doch er wandte sich nur schweigend und gereizt ab und schritt nach links aus der Gasse, ging sofort nach Hause. Er würde sich jetzt einfach mit dem Kater ablenken, sonst würde er nur noch an die beiden denken und nicht mehr zur Ruhe kommen. Zerknirscht sah Haruka ihm hinterher. Das wurde sicher ein enttäuschender Abend für Zane. Das Herz wurde ihm schwer und Schuldgefühle bauten sich in ihm auf. Er hätte sich nicht in seine Katzengestalt verwandeln dürfen. Akios Blick wurde scharf, als er Harukas Ausdruck bemerkte. In seinen Augen lag dieses Glänzen, das man nur für wichtige Menschen bekam. »Hey, Haru, wach auf! Warum schaust du so? Ist alles in Ordnung? Hat er dir was getan? Er wirkt ja nicht gerade freundlich«, ratterte er dann besorgt und skeptisch runter, während er mit den Fingern einmal vor seinem Gesicht schnipste. Schnell schüttelte Haru den Kopf. »Nein, das wirklich nicht. Ich war nur in Gedanken. Lass uns gehen.« Nachdenklich musterte Akio Haru, doch dann begann er breit zu grinsen und verschränkte beim Gehen entspannt und ausgelassen wie immer die Hände hinterm Kopf. Zane schloss seine Tür auf und kam mit einem »Bin wieder da« hinein, was er vermisst hatte zu sagen. Nur wenn seine Schwester bei ihm war, konnte er jemanden begrüßen, wenn er nach Hause kam. Er sah sich aufmerksam im Wohnzimmer um, runzelte jedoch schnell die Stirn. Er warf die Tüte auf die Kücheninsel und suchte alles nach dem kleinen Kater ab, doch er war einfach nicht aufzufinden. Er öffnete eine Dose Katzenfutter und stellte sie auf den Boden, während er nicht aufgab und weitere 10 Minuten mit der Suche verbrachte. Doch nichts. Die Fenster waren alle zu, also musste er irgendwie durch die Tür geflitzt sein. Panisch hockte sich Zane hin und fuhr sich durch die schwarzen Haare. »Scheiße. Ich hab nicht aufgepasst«, fluchte er aufgelöst und starrte erschüttert vor sich auf den Boden, bevor er sich schnell wieder aufrichtete. Eilig nahm er seinen Schlüssel und stürmte nach draußen. Sofort joggte er jede ihm bekannte Gasse ab, lief überall hinein und schien offensichtlich nach etwas zu suchen. Doch sagen tat er die ganze Zeit über nichts. Schließlich hatte er ihm keinen Namen gegeben. Mist. Ich finde ihn. Egal wie lange es dauert. Beschloss er gereizt und joggte weiter die Gegend ab. In der Zwischenzeit saßen Haruka und Akio in der Bar. Beide hatten eine ordentliche Portion Damen verdrückt und tranken nun zusammen Sake. Akio fragte ihn über sein ganzes Leben aus. Er schien mächtig daran interessiert zu sein. Je mehr Sake floss, desto redseliger wurde Haruka. Es war schon sehr spät, als beide gut beschwipst die Bar verließen. Stöhnend fuhr sich Haru übers Gesicht. »Zum Glück ist morgen Wochenende«, er runzelte seufzend die Stirn. »Aber arbeiten muss ich trotzdem.« Akio kicherte und legte einen Arm um Harukas Schulter. »Wenn dein Kollege dir Probleme macht, sag mir Bescheid. Der Abend hat mir wirklich gut gefallen. Also dann, wir sehen uns.« Bevor Haruka etwas erwidern konnte, hatte er ihm einen Kuss auf die Wange gegeben und war verschwunden. Verwundert sah Haru ihm hinterher und wie aus Reflex wischte er sich über die Wange, um die leichte Feuchte von seiner Haut zu reiben. »Wir sehen uns.« Nachdenklich steckte er seine Hände in die Hosentaschen, während er sich selbst auch auf den Weg nach Hause machte. Taten Freunde so etwas? Freunde. Ist er mein erster Freund? Lächelnd sah er in den Sternenhimmel. Das wäre schön. Ich hatte noch nie Freunde.